So, hier kurz als Nachtrag die Geschichte mit dem Eingangs-Equalizer von gestern. Ich habe da gestern Abend noch mal ein bisschen weitergemacht. Mein kleiner Atomo zum Messen ist mittlerweile erweitert um einen EXC4 HL-In, also nochmal 4 analoge High-Level-Eingänge. Damit kann ich abgreifen Front-Hochton, Tief-Mittelton aus dem B- und O-Verstärker und den Subwoofer, kann das Ganze im Mixer zusammen addieren. Und jetzt zeige ich mal, was da rausgekommen ist nach Addieren und nach dem Equalizer. Eine RTA-Messung, das ist wieder so. Ich mache hier noch mal ein bisschen abdunkeln. Ja, so müsste man das erkennen. So, also in der Summe ist das jetzt plus minus 1, 2 dB, ein absolut brauchbares lineares Signal. Das Ganze habe ich gemacht für hohe Lautstärken und für geringe Lautstärken. Ich mache mal nee, ich mache es noch nicht aus. Ich zeige einmal die Geschichte, wie das aussieht ohne unseren Eingangs-Equalizer. Dann machen wir die Messung auch mal eben. Und danach zeige ich den Equalizer, was da alles eingestellt ist. So, hier kommt die Geschichte ohne Equalizer. Da haben wir schon Pegelsprünge im Bereich plus minus 10 dB, also insgesamt 20 dB in der Summe der Pegelsprung. Das würde ich mal sagen, ist unbrauchbar. Das ist das, was wir daraus machen können, und das Ganze habe ich eingestellt für hohe Lautstärken und für geringe Lautstärken. Dann nehme ich jetzt mal den Sweep 0 dB bei einer vorne eingestellten Lautstärke von 6 von 30. Jetzt schaltet sich das Radio gerade ab. Okay. Und ich wähle hier den unteren Equalizer, den Low Equalizer. Am Mitteltöner sieht man es mehr. Da sind also schon recht massive Eingriffe nötig, inklusive Allpassfilter, inklusive einseitigem EQ, um das Ganze hinzubekommen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Radio wieder aktiviert bekomme. Ja, das sieht gut aus. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So, da ist der Sweep wieder. Ich habe den Equalizer umgeschaltet auf die Einstellung für geringe Lautstärken. Das Radio ist auf Pegel 6. So, da kommt die Messung rein. So, was wir jetzt noch haben, ist ein relativ moderater Anstieg im Bassbereich bei sehr geringen Lautstärken. Wir haben einen moderaten Anstieg im Hochtonbereich bei geringen Lautstärken. Das ist ein von mir gewollter und einprogrammierter kleiner Lautniseffekt, der ja in gewissem Maße durchaus Sinn macht. So, jetzt zeige ich noch mal den Equalizer selber.
Das ist für den Hochtoneingang, jeweils für geringe, für hohe Lautstärken. Das ist für den Tief-Mitteltoneingang. Der ist schon sehr verbogen, also da hat Ford sich schon richtig was ausgedacht. Allpassfilter zweiter Ordnung, Equalizer einseitig. Und das ist der Subwoofer-Eingang. Da nehme ich nur von geringer Lautstärke zu hoher Lautstärke ein bisschen mehr, gebe ich ein bisschen mehr Bass, um diesen Loudness-Effekt ein bisschen zu kompensieren. Okay, soweit stumpf die analoge Technik. Ja, gleich geht's weiter. Ja, nach dieser kurzen Einleitung ist eigentlich der ganze Part abgeschlossen. Fazit, was wir sagen können, HiFi-Signal aus dem B&O-Verstärker ist möglich, unter der Voraussetzung, ich brauche an meinem DSP 3 Paar analoge Eingänge, Hochton, Tief-Mittelton, Subwoofer. Die müssen summierbar sein, da muss ich Einfluss haben auf die Phase und ich brauche relativ viele Eingangsfilter, Equalizer-Bänder im Eingangsbereich. Hier sind also insgesamt sind hier grob überschlagen 16, 17 Bänder, Equalizing und Phasenkorrektur in den Eingängen aktiv, um die Signale so anzupassen, dass sie sich perfekt addieren und das dem linearen Signal entspricht, was man eigentlich von einem hochwertigen Nachrüstradio erwarten würde. Wir kommen nicht ganz dran, mit ein bisschen Geduld geht da vielleicht noch das ein oder andere dB, aber ich sage, das Ergebnis, was jetzt hier rauskommt, ist absolut brauchbar, um darauf aufzubauen. Man braucht einen männlichen DSP, man muss wissen, was man tut. Wenn ihr einen Mosconi DSP habt und in diesem Fahrzeug was vorhabt, kein Problem. Das Setup könnt ihr dann von uns bekommen. Andere Hersteller können damit eh nichts tun. Ja, soweit der analoge Teil. Jetzt wird es heute nochmal spannend. Ich habe ja, habt ihr vorhin gesehen, den Equalizer eingestellt für hohe Lautstärken und für geringe Lautstärken. A, muss der DSP natürlich wissen, ist das Radio jetzt gerade laut oder leise gedreht, um dann die entsprechende Abstufung dazwischen auch auszuwählen. Das heißt, um diesen dynamischen Equalizer des Fords zu egalisieren. Und da gehen wir jetzt heute mal in den CAN-Bus und gucken, ob wir die entsprechenden Informationen dafür finden. Das wäre natürlich ein Träumchen, weil dann ist es doch mit relativ überschaubarem Aufwand in dem Auto möglich, richtig HiFi zu machen. Wir werden sehen. Ich baue ein bisschen um und bin gleich wieder da. So, ein kleiner Umbau ist gelaufen an dem kleinen CAN-Bus-Abgriff. Der B&O-Verstärker ist ja CAN-Bus gesteuert. Das habe ich in den Unterlagen von Aldata gesehen. Da hängt jetzt ein Mosconi CAN Open Modul. CAN Open heißt, es ist frei programmierbar und kann sowohl als Fernbedienung für den DSP als auch zum Ausschnüffeln des CAN-Buses benutzt werden. Daran hängt ein kleiner Programmieradapter und die Informationen, die mich interessieren, finde ich natürlich oder steuere ich vorne am Radio. Deswegen ist jetzt der kleine Programmieradapter mit dem Laptop verbunden und das Laptop liegt auf dem Beifahrersitz, damit es hier vorne weitergehen kann. So, kann losgehen. Was ist Sinn der ganzen Übung? Sinn der ganzen Übung ist, dass ich mir erhoffe, dass ich Informationen aus dem Radio, in erster Linie Lautsprecher und aktive Quelle, im CAN-Bus des Fahrzeuges finde. CAN-Bus-Abgriff haben wir hinten gemacht. Das CAN-Open-Modul hängt dran. Dann starte ich.
unsere gewohnte DSP-Software, versetze die in den CAN-Open-Modus. So, und an dieser Stelle muss ich leider den ein oder anderen enttäuschen oder auch nicht. Diese Geschichte ist ein kleines bisschen speziell und bedarf einer Schulung. Deswegen ist das nur dem autorisierten Fachhändler vorbehalten. Also dieser CAN-Bus-Schnüffelmodus, der jetzt auch kurz eingeschlafen, der Rechner. Wenn ihr diese Option nutzen wollt, das originale Radio, den Touchscreen des originalen Radios zur Fernsteuerung eures DSPs zu benutzen, dann sucht euch einen autorisierten Fachhändler, einen Gladen Mosconi Fachhändler in der Nähe. Der kann das machen. Das ist für Endverbraucher nicht freigeschaltet. Okay, CAN-Bus hinten war beschriftet mit HS-CAN, gehe ich mal von aus, Highspeed-CAN. Ich schätze mal die 500 Kilobit pro Sekunde. Ich sende diese Einstellung an das CAN-Open-Modul und dann gucke ich erstmal, ja, läuft auch direkt. Da kommen schon die IDs, die auf dem CAN-Bus vorhanden sind. Was mich natürlich in allererster Linie interessiert, das Allerinteressanteste ist, finde ich einen absolut eingestellten Lautstärkepegel. Das heißt, finde ich einen Identifier im CAN-Bus, der sich analog zur Lautstärke des Radios ändert. Damit wäre zum Beispiel möglich, den dynamischen Eingangsequalizer wirklich voll dynamisch, stufenlos nach eingestellter Lautstärke arbeiten zu lassen. So, wie mache ich das? Der Rechner hängt hier gerade ein bisschen. Also, wie mache ich das? Ich fange oben in der ID-Liste an, wähle die erste ID aus, probiere, drehe an der Lautstärke, ob was passiert. Passiert nichts, nächste ID. Passiert nichts, nächste ID. Passiert nichts, nächste ID. Das kann teilweise ein sehr langwieriger Vorgang sein. Je nachdem, hier bei dem Port, ich sehe schon am Scrollbalken, sind relativ viele IDs auf dem Bus vorhanden. Jetzt bekommt man auch irgendwann relativ schnell einen Blick dafür, wo wir was finden können. Da scheint der Drehregler zu sein. Da tut sich was, wenn ich drehe, aber es ist nicht die absolute Lautstärke. Okay, weitersuchen. Das heißt aber, dass wir irgendwo in der Nähe den ID-Bereich des Radios schon angekommen sind. So, und da haben wir ihn. Perfekt. Das ist ein Träumchen. Ich hoffe, man sieht das. Ich verrate jetzt mal nicht die genauen Identifier und Bytes, je nachdem, was wir hier noch finden. Das ist später nur für mich beim Firmware-Programmieren interessant. Wenn wir auf den zweiten Scrollbar achten, da habe ich eine absolute Lautstärke. Je nachdem, was ich am Ford-Radio einstelle, reagiert das. Identisch Lenkrad-Fernbedienung. So, und das ist schon mal absolut perfekt. Ich kann den dynamischen Equalizer vollautomatisch de-equalisen. Das heißt, egal wie die Lautstärke steht am Radio, ich bekomme immer ein Signal, wie ich es vorprogrammiert habe. Ich kann einen hochwertigen Media Player separat zum B&O-System parallel direkt in den DSP einspeisen und kann ihn mit der Lenkradfernbedienung oder mit der Lautstärke am Werksradio bedienen. Das heißt, der
kann Open Adapter mit der entsprechenden Firmware, die ich dann hier vorbereiten werde, wird komplett zur Fernbedienung für den DSP. So, da wir aber was noch interessant ist, welche Quelle ist aktiv? Da hat sich auch was getan. Jawohl, Daten 4 ändert sich auf einer anderen ID nach der aktiven Quelle, das heißt wird radioaktiv. Habe ich da eine 07, habe ich meinen Memory Stick mit dem Sweep, wird es die 8B, das heißt ich kann die aktive Quelle auslesen, das ist auch hervorragend. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, dass der ID-Bereich für dieses Radio sehr, sehr eng beieinander liegt. So, jetzt haben wir also angefangen mit der 01E6. Das heißt, die anderen Funktionen, alles, was ich finde, was hier auf den CAN-Bus aufgelegt wird, wird in ähnlichem Bereich sein. Und gucken wir mal, ob wir hier irgendwelche Klangeinstellungen finden. Ach so, wie ich schon sagte, Erfahrungswerte. Hier habe ich einen kompletten Identifier, der nur komplett 0 sendet. Da brauche ich gar nicht weiter reingucken. Das sieht auch uninteressant aus. Hier habe ich ein statisches Datenbild im Bereich Radio. Hier könnte was sein. Habe ich. Das ist der Höhenregler im Radio. Da ändert sich auch der Mittenregler. Das sind 2 Regler zusammen in einem Byte kodiert, kein Problem. Haben wir die Bässe auch. Die Bässe haben wir auch, das sind die Daten 2. Ich weiß nicht, ob man es sieht, da oben. Ups. Ja, jetzt bin ich gerade in einen Fader gesprungen. Ja, auch den haben wir. Daten 3, Balance Fader. Sehr schön. Das heißt, so wie das aussieht, können wir dieses Ford Radio komplett als Fernbedienung für den DSP nutzen. Was haben wir hier? Klangmodus. Surround. Klangmodus. Stereo. Ist auf der ID nichts, okay. Lautstärkeanpassung. Da tut sich was. Mittel, hoch, Daten 1. Wenn ich die Lautstärkeanpassung ausstelle. Gut, ich habe 4 verschiedene Werte für die 4 Lautstärkeanpassungen. Bietet sich quasi an, hiermit eine Preset-Umschaltung für den DSP zu machen. Dann kann ich 4 verschiedene Presets mit dem Touchscreen auswählen. Was hatte ich noch? Auf der 221 hatte ich ja die Lautstärke. Gucken wir mal, ob da noch was dazugelegt ist. Klangmodus. Ja, da ändert sich Daten 1. 4a ist Stereo. 8a ist Surround. Das heißt, da wird ein Bit gesetzt für Surround. Das ist alles in allem ziemlich hervorragend hier. Ich sehe die aktive Quelle, ich habe sämtliche Komfortfunktionen, Balance Fader, Sublevel und so weiter. Dieses Auto sehe ich mit Sicherheit noch mal wieder in Verbindung mit einem kompletten Setup, mit einem hochwertigen Hi-Res Audio Media Player, der am Radio vorbei funktioniert, aber sich übers Radio komplett steuern lässt.
Das wird eine interessante Geschichte. Sehr schön. So, das war es dann auch für Tag 3. In meinen Augen sehr erfolgreich. Die ursprüngliche Frage ist beantwortet. Ist das hier eine richtig strange Technik, wo man nur mit sehr, sehr großem Aufwand was machen kann, mit sehr, sehr teuren speziellen Busadaptern? Oder kann man hier mit überschaubarem, moderatem Aufwand was rausholen? Und das muss ich ganz klar mit Ja beantworten. Also eine Mosconi Pico 6.8 ist in der Lage, hier ein ordentliches System, Aktivfront plus Subwoofer, reinzuzaubern. Natürlich jeder andere Standalone DSP oder eine Pico 810 oder alles auf der neuen Mosconi-Plattform ist hier geeignet. Das lässt sich super einfach in den Griff bekommen, wenn man weiß wie, wenn man die nötige DSP-Performance an der Hand hat. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, was ich sehr, sehr erfreulich finde, ist, wie gesprächig der CAN-Bus in diesem Fahrzeug ist. Jetzt geht es für mich ins Labor an den Rechner, die Firmware schreiben für das CAN Open Modul, damit das Modul als Fernsteuerung für den DSP fungiert. Und ich bin sicher, dieses Auto sehen wir in wenigen Wochen nochmal wieder. Der geht jetzt zunächst mal zurück zum Händler. Der Christian kann dann hier eine ordentliche Anlage einbauen. Die Grundlagen dafür sind gemacht. Ich werde auch noch mal rangehen an das Auto, wenn das alles fertig ist und steht. Wegen der Geschichte Bluetooth direkt oder Hi-Res Audio Player direkt in den DSP. Ja, es wird also einen Teil 4 geben, wo dieses Fahrzeug dann noch mal komplett vorgestellt ist. Mit Anlage, mit allen Funktionen. Hier erstmal die Grundlage, wie gehen wir vor, wie kriegen wir Informationen raus aus dem Fahrzeug und was können wir damit erreichen. Soweit fürs Erste. Also fahrt ihr einen Ford mit B&O-System, A2B angebundenen Verstärker, habt keine Scheu, fahrt zum Gladen Mosconi-Händler. Es gibt eine Lösung für das Auto, ohne dass die Kosten direkt durch die Decke gehen. In diesem Sinne, abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr Folge 4 nicht. Und wir sehen uns demnächst nochmal wieder. Haut rein, bis dann, ciao.